Hey, schön bist du wieder dabei. Wir fahren durch Dänemark und Schweden, von stürmischen Stränden über verschneite Strassen zu einsamen Plätzen an gefrorenen Seen. Eine entspannte Etappe, bis wir an einer Rallye mitfahren und unsere Drohne baden. Es ist bereits dunkel, wo wir in Dänemark ab der Fähre fahren. Eine Stellplatzsuche bei Nacht ist immer ein bisschen speziell, weil so im Scheinwerferlicht siehst du nicht wirklich, wo das Land ist. Das merkst du erst am nächsten Morgen. Was wir aber schon merken, ist, dass es ziemlich stark windet und darum probieren wir heute mal unten zu schlafen. Wir müssen doch ein bisschen umbauen, aber es funktioniert erstaunlich gut. Und wir merken nicht viel vom Wind und es ist schön kuschelig. Am nächsten Morgen sehen wir, wo wir wirklich gelandet sind, an einem ziemlich windigen Strand. Wir fahren weiter über teilweise verschneite Strassen zum Münz Klint. Mit über 140 Metern die höchste Steilküste in Dänemark. Auch hier kommt es uns fast von der Klippe. Das Strassenverhältnis wechselt hier gefühlt alle paar 100 Meter. Mal ist man auf Asphalt und plötzlich wieder tief verschneit. Aber hey, so bleibt es spannend. Weiter vorne sehen wir, wie ein Auto im Schnee feststeckt. Die Frau kommt auf uns zu und meint so: «My man thinks he's driving a Land Rover.» Wir haben uns schon auf eine Bergaktion mit Max-Tracks und Seilwinden gefreut, aber der Traktor war bereits unterwegs. Da muss ich ein bisschen putzen. Stief dort. Nur ein paar Kilometer weiter hören wir Gewehrschüsse. Sieht so aus, als sind sie hier am Fasanen jagen. Ziemlich Action hier in Dänemark. Am gleichen Tag fahren wir weiter über die Oresundbrücke auf Schweden. Auch hier der Wind immer noch sehr stark. Manchmal hat es ausgesehen wie ein Sandsturm. Gegen oben kommen wir an unserem Übernachtungsplätzchen an und die Schweden fetzen mit einem aufgemotzten Go-Kart auf dem gefrorenen See herum. Wir holen uns vom Bauer noch schnell die Erlaubnis, an dem See zu übernachten. Es ist echt schön hier und auf diesen Waldströssli fahren macht es beiden Spass.
Ich habe mich am Morgen noch rasiert und den Spiegel aussen am Atlas vergessen. Der war nur reingestellt dort beim Tisch, ist aber den ganzen Tag fröhlich auf der holprigen Schotterpiste mitgefahren. Wir sind uns gewöhnt, etwa mal eine Schlange hinter uns zu haben. Dass uns aber gerade so viele alte Autos nachfahren, ist neu. Ich habe leider nicht herausgefunden, was das für eine Rallye sein könnte, aber es war echt cool, auf der staubigen Piste mitzufahren. Was für ein idyllischer Ort hier am Fluss. Und so schön, wie es schneit. Und dann habe ich doch tatsächlich unsere Drohne im Fluss versenkt. Ein Ästchen touchiert und die Bluse gemacht. MacGyver-mässig haben wir ein Netz gebastelt und sind Drohnen fischen. Ich sehe sie nicht mehr. Nach einigem Probieren haben wir es tatsächlich geschafft, das Teil aus dem Wasser rauszuholen. Und wie immer, wenn es aufregend wird, habe ich vergessen zu filmen. Aber sie ist da. Es war also ziemlich eine nervenaufreibende Rettungsaktion. Wie wir vom Ausland aus Ersatz organisieren, zeigen wir im nächsten Video. Bevor wir weiterfahren, machen wir noch einen Abstecher auf Fjällbacka, ein typisch schwedisches Fischerdörfli. Nach diesen ereignisreichen Tagen in Dänemark und Schweden fahren wir auf die nächste Fähre Richtung Norwegen. Schweden hat uns sehr gefallen, da kommen wir sicher wieder zurück. Schön, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal!